Hi, willkommen im heutigen Video. Ich habe ein Paket von YouTube bekommen, habe mich sehr gefreut und bin gespannt, was drin ist. Wir schauen gemeinsam rein. Ui. Do you remember your first subscriber? Ich kann mich tatsächlich noch erinnern, als ich 2008 mein erstes Video auf YouTube online gestellt habe, damals noch mit der E-Gitarre. Und jetzt, 16 Jahre später, 100.000, unglaublich, diese Menge an Menschen kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich möchte mich herzlich bei dir bedanken und dieses Video nutzen, um uns ein bisschen besser kennenzulernen. Los geht's! Ich bin der Norman, komme aus Österreich, aus Kärnten. Die deutschen Zuschauer jetzt, wo ist Kärnten? Es ist im Süden von Österreich, genauer genommen in St. Veit, wurde ich geboren und habe dann mit ca. 16 Jahren erst angefangen, Gitarre zu spielen. Auf einem Skikurs, weiß ich noch, in Saalbach-Hinterglemm zeigte mir ein Kollege ein paar Griffe und ich war sofort fasziniert und gab die Gitarre nicht mehr aus der Hand. Seitdem übte ich, vorwiegend aber E-Gitarre, spielte dann in mehreren Metal-Bands. Bei diesem Video, das du siehst, tourten durch Europa sogar mit der Band. Das machte damals Spaß, aber meine wahre Leidenschaft war immer die akustische Gitarre, das Fingerpicking, und hatte natürlich auch da meine Ansätze, das zu lernen. Als Autodidakt damals mit DVDs, habe mich dann immer gewundert, warum klingt es bei mir einfach nicht so wie bei dem im Video. Ja, natürlich hatte ich mir als Autodidakt eine falsche Technik eintrainiert, aber dazu später mehr. Wie ich es dann geschafft habe zum Profi, ich habe damals ja auch eine Schlosserlehre gemacht als Mettler, eine Schlosserlehre, das passt gut zusammen auch, und schloss sie dann auch ab. Ja, ich habe 40 Stunden gearbeitet, aber mein kleiner Traum, die Gitarre dann richtig zu lernen und professionell, mein Hobby professionell ausführen zu können, eines Tages war immer da und wurde immer größer. Und mit ca. 25 Jahren übte ich dann richtig, nahm ich Gitarrenunterricht an der Musikschule St. Veit und machte diese Prüfungen, Übertrittsprüfungen, und steigerte mich dann richtig auch rein. Es war wirklich dann erst ein wahres Vergnügen, weil ich wusste, was sollte ich üben, wie soll ich üben und wie lang auch am besten. Und eine klare Struktur macht wirklich sehr viel aus beim Gitarreüben. Wenn man es ernsthaft dann können will, ist das wirklich entscheidend. Ich übte dann auch 3 Stunden täglich meine Übungen auf der Gitarre neben meinem Technikerjob, habe dann auch Werkmeister noch gemacht als Schlosser und übte 3 Stunden täglich, manchmal mehr, dass ich diese Aufnahmeprüfung, die auch ziemlich schwer ist, hier in Wien bestehen konnte. Habe es das erste Mal gar nicht geschafft in Gehörbildung. Also man muss auch sehr viel hören, das Gehör trainieren und schärfen, Melodien hören, notieren, Rhythmen hören und diese aufschreiben, Akkorde bestimmen. Ja, das kostete mich auch noch ein bisschen Zeit, das richtig zu verinnerlichen, um diese Prüfung dann zu bestehen. Ich habe es dann geschafft. Ja, und jetzt bin ich sehr froh. Ich habe klassische Gitarre studiert und Popularmusik im Schwerpunktfach, also Popularmusik und Klassik. Eine tolle Mischung, eine vielseitige Lernerfahrung, die ich da erleben darf in Wien. Ich fing dann an, meinen Lerncontent zu professionalisieren und auch richtig zu forschen in diese Richtung, warum man online immer die gleichen Fehler macht. Eigentlich sind es immer die gleichen Fehler, online oder nicht, hier im Unterricht bei mir in Wien. Die Schüler machen immer die gleichen Fehler und die gilt es eben online zu vermeiden. Da hat man ja keinen Lehrer bekanntlich, der neben einen sitzt und sofort eingreifen kann. Ich bin mittlerweile auch schon Gitarrenbuchautor, mehrfacher, und finde es auch sehr wichtig, dass ein Tipp von mir, dass du auch mit Papier, mit einem Blatt Papier, dem guten alten Blatt Papier lernst und nicht nur über Apps oder so Computerspiele, sondern du schaffst dir dadurch einen wirklichen Bezug zum realen Musikmachen. Wichtiger ist jetzt, dass wir uns ein bisschen kennengelernt haben oder kennenlernen dürfen. Ich möchte dich auch bitten, einen Kommentar zu hinterlassen. Wer bist du? Wie alt bist du? Spielst du
klassische Gitarre auch, Western-Gitarre wie ich oder eher E-Gitarre, wie ich früher gespielt habe. Lasst es mich wissen, wie es euch geht vor den Bildschirmen und Smartphones zu Hause. Wenn du Fragen hast, ich bin für dich da als dein digitaler Gitarrenlehrer hier auf YouTube und auf guitarschool.at natürlich. Ja, ich spiele noch ein bisschen was für euch. Ich habe ausnahmsweise mal eine Western-Gitarre hier. Das macht wirklich auch Spaß, auf einer Western-Gitarre zu spielen. Ich liebe ja die Nylon-Gitarre mit den weichen Saiten, den großen Saitenabständen für meine dicken Wurstfinger. Aber ein Lied auf der Western-Gitarre, Led Zeppelin, meine Lieblingsband auch, eine meiner Lieblingsbands, The Rain Song. Ich möchte mich von dir verabschieden, wie meine Freunde sagen. Wenn der Norman mal spielt, dann ist er in seiner eigenen Welt, dann kannst du ihn vergessen. Und ja, ich wünsche dir viel Spaß, viel Freude mit der Gitarre. Liebe Grüße, dein Norman.